Der Prophet Josef, Allahs Friede auf ihn, hatte eine gewaltige Prüfung in seiner Jugend erlebt, die Versuchung von der Frau des Hohen Herrn im Palast, die ihn vergeblich anzutreiben versuchte, die Unzucht zu begehen. Wie es im Koran erzählt wurde, war es dem Propheten Josef durch 5 Regeln gelungen, die Sünde zu überwinden und zu besiegen. Da die Gesandten Allahs alle als Vorbilder der Menschen gelten und Josef als Symbol der Keuschheit und Reinheit ist, sollen wir jetzt mal zusammen diese 5 Regeln bzw. diese 5 Schlüssel genau erklären. 1. Auf die Beobachtung Allahs achten. Josef sagte, Allah schütze mich davor. Eine Grundlage in unserer Religion lautet, dass der Gläubige Allah Ta'ala dient, als ob er ihn sehen würde. Wenn der Diener Allah doch nicht sehen kann, dann sollte er wissen, dass Allah Ta'ala ihn doch sieht und jede Tat des Dieners wird niedergeschrieben. So ist der erste grundsätzliche Schlüssel, die Sünde zu besiegen. 2. Sich an denjenigen, der Gefallen getan hat, erinnern. Josef sagte, er, mein Herr, hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Die Gelehrten sagen, Josef meinte hier den Hohen Herrn, der ihn als Kind erzogen hat. Andere sagen, er meinte eben Allah Ta'ala, den Herrn der Welten. Daher soll sich der Muslim an Allah, seinen Herrn, erinnern, der ihm die Gunst erwiesen hatte, vor allem die Gunst des Islam. Allah ist nämlich derjenige, der dem Gläubigen Gefallen getan hat. 3. An die Folgen der Sünde denken. Josef sagte, gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohl ergehen. Wenn man sich vor dem Begehen der Sünde kurz überlegen würde, wie sie Qualen und Leid mit sich bringen könnte, besonders die Strafe Allahs im Jenseits durch das ungeheure Höllenfeuer, würde er niemals wagen, die Sünde der Unzucht zu begehen. 4. Aus dem Ort der Sünde sofort fliehen. So tat der Prophet Josef. Er floh vor der Sünde und vor dem Satan. Allah sagte, sie versuchten beide als erster zur Tür zu gelangen. Den Ort, wo das Übel begangen wird, zu verlassen, ist von einem jeden Gläubigen eine Pflicht, da die Versuchung des Satans dort am schwersten ist. 5. Das stetige, demütige Bittgebet aussprechen. Josef sagte, als die Versuchung von den Frauen der Stadt größer wurde, mein Herr, und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen und zu den Toren gehören. Der Gläubige soll immer erkennen, dass er der Falle des Satans niemals entkommen kann, ohne dass er sich an Allah mit seinem tiefen Herzen wendet. Das Bittgebet ist dann die beste ständige Waffe eines jeden Gläubigen. Liebe Brüder und Schwestern, möge Allah uns allen vor dem Übel und vor den offenen und verborgenen Abscheulichkeiten schützen. Amin.